Mit der Blick jetzt nach Köln zu Anna-Marleen Howe. Denn Anna-Marleen, wir hören jetzt immer öfter von der Mokro-Mafia, auch hier in Deutschland. Wie wahrscheinlich ist es aber tatsächlich, dass sie jetzt hinter der jüngsten Explosion oder auch dieser ganzen Reihe an Explosionen steckt? Da gibt es jetzt tatsächlich noch keine konkrete Antwort darauf, auch von Seiten der Staatsanwaltschaft oder den Behörden nicht. Aber es besteht dann doch ein gewisser Zusammenhang, könnte man sagen. Denn diese Vorgehensweise, wie auch hier wieder in diesem ruhigen Stadtteil von Köln, wo es jetzt die letzte Explosion gegeben hatte, sind ein ganz typisches eigentlich Anzeichen für das Vorgehen solcher Banden, Clans oder eben der auch Mokro-Mafia. Da werden dann Unbeteiligte beauftragt, manchmal nur mit wenigen 100 Euro, eben so eine Explosion herbeizuführen. Und die Explosionen herbeiführen, wissen oft gar nicht, um was es geht, nehmen diesen Auftrag quasi einfach an. Aber der Grund dahinter oder der Sinn des Ganzen ist es natürlich, gewisse Personen einschüchtern zu wollen, aber natürlich auch auf sich aufmerksam zu machen. Und das hier, wo wir uns jetzt befinden, ist wirklich ein sehr ruhiger Stadtteil. Wir können uns das gerade einmal angucken. Hinter mir ist noch ein Fenster hier in der Etage zu erkennen, das durch die Explosion zu Bruch gegangen ist und jetzt hier eben erstmal vorsorglich versiegelt wurde. Und ich konnte eben auch mir einen Blick von innen in das Haus geben lassen, wo wirklich die gesamten Türen im Wohnbereich oder im Eingangsbereich kaputt sind, mit Pressspanplatten jetzt erstmal vorsorglich verbarrikadiert, damit die Bewohner hier in dem Haus auch erstmal wieder in ihren Wohnungen auch leben können, eine gewisse Privatsphäre haben. Und ich konnte mich mit einigen Anwohnern heute Morgen hier schon unterhalten, die sich das alles überhaupt gar nicht zusammenreimen können. Also man sagt, man hat hier überhaupt gar keinen Anhaltspunkt dafür, dass hier gewisse Machenschaften, Kriminalität, Cannabis- oder Kokainhandel gemacht werden. Und die Anwohner haben jetzt natürlich Angst, aber so richtig zusammenreimen kann sich das keiner. Und eine Bestätigung von Seiten der Staatsanwaltschaft, ob es sich wirklich um die Mokro-Mafia handelt und was dahinter steckt, das ist derzeit noch nicht zu 100% erwiesen.